Also ich habe mich tatsächlich schon mein Leben lang eigentlich für Geschichte interessiert und dabei vor allem für die Antike, also auch für die griechische und römische Kultur. Und das Tolle, was mich an der Archäologie immer fasziniert hat, ist ja dieses Rätsel eigentlich, dass man nach Indizien sucht und versucht eben die Geheimnisse der Geschichte zu entschlüsseln. Ja, also in Jena kann man klassische Archäologie nicht direkt im Bachelor studieren, sondern man studiert es in einem Kombinstudienfach, das nennt sich Altertumswissenschaften. Und dort kann man sich dann eben nach dem zweiten Semester auf klassische Archäologie spezialisieren. Das heißt, im Studium macht man nicht nur klassische Archäologie, sondern man muss auch Einführungsmodule belegen für Latein, für Altgriechisch und für alte Geschichte. Ich habe mich besonders auf die Numismatik eingeschossen, also sprich die Münzkunde. Aber das mache ich natürlich nicht ausschließlich, weil bei uns gibt es auch nicht jedes Semester die gleichen Veranstaltungen, sondern jedes Semester neue Veranstaltungen. Das heißt, man kann sich in alle Richtungen spezialisieren. Man lernt eben was zur Architektur und zur Plastik, natürlich Münzen oder eben auch Keramik. Und da gibt es eben jedes Semester verschiedene Angebote, die man da eben dann frei wählen kann. Auslandsaufenthalt, vor allem natürlich vielleicht in Athen oder sogar in Rom, wäre natürlich sehr schön, wenn man dort auch einfach näher an den Objekten dran ist. Und das kann man eben sowohl als Erasmus-Semester machen oder aber auch im Praktikum, was man eben im Studium auch ablegen muss. Ein sechswöchiges Praktikum, und das bietet sich sehr an, das in einem Museum vielleicht zum Beispiel zu machen, außerhalb von Deutschland, sprich zum Beispiel in Athen. Und natürlich wird auch immer wieder vom Lehrstuhl, werden immer wieder Exkursionen auch organisiert ins Ausland, also oft bei uns am Lehrstuhl jetzt vor allem nach Griechenland, zum Beispiel nach Sifnos oder andere griechische Orte oder nach Athen zum Beispiel, und die können dann eben auch teilweise 1-2 Monate dauern in den Semesterferien. Also ja, wir sind definitiv ein sehr kleines Fach. Und dadurch, dass wir sind eben nicht nach Jahrgängen geteilt. Also bei mir jetzt zum Beispiel gab es tatsächlich, ich war die Einzige, die dann sich letztendlich im Hauptfach auch auf Archäologie spezialisiert hat, in dem Semester, wo ich begonnen habe. Aber es gibt eben dadurch, dass man mit allen zusammensitzt, eben auch in den Vorlesungen, da hat man dann vielleicht mal 15 bis 20 Leute, das ist dann, wenn ungefähr alle da sind. Aber das ist dann eben auch zusammen. Dort sitzen die Masterstudenten, die Doktoranden, die Bachelorstudierenden. Wir sitzen eigentlich alle zusammen eben dort in der einen Vorlesung. Ja, das ist eine schwierige Frage. So einen typischen Tag gibt es eigentlich nicht. Wie gesagt, es ändert sich ja auch jedes Semester, was für Veranstaltungen es gibt. Und das geht eben von vielleicht Projektarbeit, die man macht, über Zeichenkurse, wo man auch lernt, eben dann Keramik zum Beispiel abzuzeichnen, natürlich über die Arbeit mit den Objekten direkt. Und das gibt es dann natürlich wie bei jedem anderen Fach auch in verschiedenen Ausführungen, sprich Vorlesungen oder Seminare. Wobei eigentlich bei uns alles, dadurch, dass wir so ein kleines Fach sind, alles auch viel einfach auf die Diskussion auch zwischen Lehrenden und Studierenden ausgerichtet ist. Man macht natürlich auch viel Theorie, aber es gibt eben immer wieder die Möglichkeit, diese Theorie auch anzuwenden. Also dass man eben nicht nur die möglichen Verzierungen von Keramik zum Beispiel auswendig lernt, sondern dass man danach auch einfach eben zu den Originalen hingehen kann, die wir bei uns in den Sammlungen haben, und dort eben auch diese Sachen eben selber finden kann und selber analysieren kann, eben anhand des Objektes. Also ich glaube, am wichtigsten ist einfach, ja, dass man offen ist, dass man lernen möchte, dass man sich mit den Themen auseinandersetzen möchte, dass man sich eben in alle verschiedenen Bereiche der Archäologie auch einfach offen für ist. Also das kann hingehen über Museumspädagogik, dass man vielleicht mal Führungen selber macht, dass man mal die Möglichkeit nutzt, um auch Ausstellungen zu konzipieren. Dass man eben sich nicht nur auf eine Objektgruppe einschießt, sondern dass man sich eben mit Münzen und mit Keramik und mit Architektur und mit Plastik und mit all diesen verschiedenen Objektgruppen eigentlich auseinandersetzt.
Und natürlich, weil es auch ein kleines Fach ist, es studieren nicht sehr viele, aber gerade deswegen sind auch, glaube ich, eigentlich alle, die da sind, auch einfach interessiert und die brennen eigentlich alle fürs Fach und deswegen sollte man das vielleicht auch mitbringen, dass man einfach den Spaß an der Archäologie, die Freude an diesem Rätsel suchen und lösen mitbringt. Also man sollte auf jeden Fall irgendwie auch noch eine, am liebsten 2 oder sogar 3 moderne Fremdsprachen mitbringen. Dadurch, dass die Archäologie so klein ist, stößt man doch sehr, sehr oft auch bei Hausarbeiten einfach auf dieses Problem, dass man dann nur eine Literatur auf Französisch findet oder nur auf Italienisch. Ich selbst kann Deutsch, Englisch und Italienisch, aber werde auf jeden Fall auch noch Französisch lernen und am liebsten auch noch Neugriechisch, dass man einfach eben die Forschungsliteratur lesen kann und dass man eben auch besser und breiter einfach für Hausarbeiten recherchieren kann. Und dann natürlich sollte man auch Freude vor alte Sprachen mitbringen, auch wenn man natürlich nicht zwingend jetzt vom Blatt Latein übersetzen können muss man ja trotzdem diese Einführungsmodule auch belegen in Latein und Griechisch. Und da ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man Latein und Altgriechisch zumindest einigermaßen kann und auch übersetzen kann. Und natürlich auch, weil man auch in der Archäologie damit immer wieder in Kontakt kommt, seien es nun Inschriften auf Tempeln oder auf Keramik, da findet man immer wieder was. Also bin ich dann irgendwie über eine Internetrecherche dann auf Jena gestoßen. Ja, bin einmal hier hingefahren und war einfach so fasziniert und ich habe mich so wohl gefühlt von dem ersten Moment, dass ich dann mich entschieden habe, hier hinzuziehen, obwohl ich auch keine familiären Beziehungen wirklich hierhin habe. Ja, da gibt's, glaube ich, ganz viele Sachen, die einfach für Jena sprechen. Ich meine, allen vorweg, was Jena vielleicht vielen anderen Universitätsstädten, die auch bekannt sind, Leipzig, Berlin und natürlich ganz viel München oder wie sie auch, die ganzen großen Städte auf jeden Fall, die sind halt nicht, in Jena ist alles nah. In Jena kann man alles erreichen, man hat eigentlich alles, was man möchte und trotzdem muss man nie weit reisen. Also man kommt, egal wo man wohnt eigentlich, in Jena kommt man immer gut ins Zentrum und der öffentliche Nahverkehr ist sehr gut und man kann auch eigentlich alles mit dem Fahrrad erreichen. Und ob man nun lieber feiern geht, dafür gibt es natürlich ganz viele Bars und wo man auch immer hingehen möchte. Oder natürlich auch für vielleicht Sportfanatiker kann man richtig schön dort wandern gehen. Und da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und es ist alles einfach alles eigentlich zentral. Obwohl es eben einfach eine relativ große Uni ist und es einfach so viel Angebot ist. Dafür ist die Stadt wirklich schön gemütlich.